Viele fragen sich, wenn ich auswandere, wie lange kann eigentlich das deutsche Finanzamt mich noch behelligen, wenn ich dann im Ausland bin? Wie viele Jahre muss ich Deutschland dafür verlassen? Die Antwort wird dich schockieren, glaube es mir. Und genau damit wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Viele wollen jetzt am Jahresende umziehen. Deswegen werden wir hier am nächsten Mittwoch, am 12. November 2025 um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit ein YouTube Live machen mit dem bekannten deutschen Steuerberater Michael Wohlfahrt. Du kennst ihn vielleicht von YouTube. Er ist ja auch sehr erfahren in der internationalen Steuerberatung. Und wir werden uns einmal darüber unterhalten, wie man auswandern kann, jetzt noch vor Jahresende, ohne dann in eine Steuerfalle zu tappen. Den Chat übrigens bei diesem YouTube Live, wo du dann Michael und mir auch Fragen stellen kannst, diesen Chat werden wir nur öffnen für Member dieses Kanals. Also wenn du Mitglied bist dieses Kanals, dann freu dich drauf, dann kannst du Fragen stellen an Michael und natürlich auch an mich. 12. November, 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Du findest den Link dazu hier auf unserem Kanal und wenn du unser Newsletter abonniert hast unter perspektiveausland.com, dann werden wir auch nochmal ein E-Mail schicken mit einem Link zu diesem YouTube Live. Also freu dich darauf. Der Michael ist ein sehr kompetenter Steuerberater. Er wohnt selbst 2019 in Zypern und wir werden uns darüber unterhalten, wie man noch 2025 auswandern kann, ohne in eine Steuerfalle zu tappen. Und dazu gibt es bekanntlich gerade in Deutschland sehr viele und damit sind wir auch schon bei unserem Thema. Viele fragen sich, wenn ich nun einfach auswandere, kann ich dann noch vom Finanzamt im Ausland behelligt werden? Weil angenommen, das Finanzamt schreibt mir Briefe, da wird man ja immer schön darauf hingewiesen, auf seine Mitwirkungspflicht im Rahmen der Abgabenordnung. Da wird auch oft von erweiterten Mitwirkungspflichten gesprochen bei Auslandssachverhalten. Muss ich darauf antworten, was passiert, wenn ich nicht darauf antworte? Aber die interessanteste Frage eigentlich, wie lange wird sich das Finanzamt noch bei mir melden? Also wie lange kann man da nochmal meine Akte aufmachen, die ja in Deutschland besteht, wenn ich Deutschland verlassen habe? Und wie gesagt, die Antwort wird dich vermutlich schockieren. Denn tatsächlich ist es so, dass Deutschland bis zu 25 Jahre nach deiner Auswanderung noch Zeit hat, dich weiter zu behelligen und auch Fragen von dir einzufordern. Und du bist rechtlich dazu verpflichtet, diese Fragen zu beantworten. Ansonsten kann das möglicherweise in schlimmen, in ernsthaften Fällen strafrechtliche Konsequenzen in Deutschland haben. Eine unglaublich lange Zeit. Ich meine, ich bin vor 25 Jahren aus Deutschland ausgewandert. Da war ich ein junger Spund, bettelarm, habe nicht viel verdient. Ich glaube, ich habe insgesamt 2 Steuererklärungen in Deutschland überhaupt nur eingereicht, bevor ich dann weg bin. Ich habe ja dann die EU verlassen. Du hast es vielleicht hier schon gehört. Ich bin in die Schweiz ausgewandert. Das habe ich übrigens ein anderes Video gemacht. Ein wichtiger Auslöser war eben davon, dass ich mich vom Finanzamt habe miserabel behandelt gefühlt, verarscht auf gut Deutsch, weil ich mich an die Regeln gehalten habe und dann dafür auch noch abgestraft wurde. Aber wie gesagt, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn du natürlich unternehmerisch tätig bist, was ich damals nicht war, ich war nur einfach ein kleiner Angestellter und das war viele Jahre vor KI und viele Jahre vor Informationsaustausch und so weiter. Aber wenn du heute wegziehst, zum Beispiel als Unternehmer oder auch als vermögender Leistungsträger dieser Gesellschaft, dann musst du dich auf einiges gefasst machen. Denn zunächst mal gibt es ja möglicherweise die erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Also wenn du noch wirtschaftliche Interessen in Deutschland hast, dann in ein Niedrigsteuerland auswanderst, sagen wir zum Beispiel mal, du ziehst nach Dubai oder auch in niedrig besteuerte Kantone in der Schweiz oder etliche andere interessante Länder, dann fällst du noch 10 Jahre unter die erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Und dann hat das Finanzamt ja noch 15 Jahre Zeit, dich zu prüfen, jedenfalls dann, wenn hier Steuerhinterziehung angenommen wird. Ja? Also sagen wir mal, du wanderst aus Deutschland aus 2025, dann bist du noch möglicherweise bis ins Jahr 2035 erweitert beschränkt steuerpflichtig und dann nochmal 15 Jahre obendrauf, also bis ins Jahr 2050, kann das Finanzamt dich noch behelligen und gegebenenfalls hier Informationen von dir einfordern zu deiner Steuerpflicht. Also ein unglaublich langer Zeitraum. Und das ist natürlich einer der Gründe, warum ich immer Mandanten sage, auswandern so schnell wie möglich, eigentlich egal wohin. Selbst wenn du in ein Land umziehst, das vielleicht nicht besonders große steuerliche Vorteile hat, solange es keine steuerlichen Nachteile hat gegenüber Deutschland, bist du doch schon mal aus der Mühle raus und diese 10 Jahre bzw. die 25 Jahre fangen dann an zu ticken.
Ja? Außerdem musst du ja auch eins bedenken, je länger du in Deutschland bist, desto dicker wird deine Akte, deine digitale Akte. Ich hatte es ja gesagt, gerade eben, als ich aus Deutschland weggezogen bin, war ich relativ bedeutungslos, irrelevant, arm, hatte kein Vermögen, habe praktisch noch nie eine Steuererklärung eingereicht. Das heißt, meine Akte in Deutschland bei den Behörden, die ist extrem gering oder nicht existent. Ja, wenn du jetzt auswanderst, das Unternehmen in Deutschland gehabt, du hast Vermögen in Deutschland gehabt, es gibt den ganzen internationalen Informationsaustausch mittlerweile, dann ist deine Akte möglicherweise so dick. Ja, jetzt stell dir mal vor, du wanderst jetzt aus, du fällst möglicherweise unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht, du musst weiterhin auch noch Steuererklärung in Deutschland einreichen und dann hast du noch die 15 Jahre Verjährungsfrist obendrauf und es gibt einen riesigen Datenberg zu dir in Deutschland. Wer weiß, welche Software das Finanzamt in 10, in 20 Jahren haben wird. Wenn sich die Technik so weiterentwickelt, wie sie sich tut, dann wird man möglicherweise deine Daten auf eine Art und Weise analysieren können, dass dir das immer zu deinen Ungunsten ausgelegt wird. Ich hatte vor kurzem mal mit einem sehr erfahrenen Steuerberater in Deutschland gesprochen und er hat mir gesagt, dass man bei jeder Bilanz im Grunde genommen einen Fehler entdecken kann. Oder nenn es nicht Fehler, nenn es einfach eine Interpretationsfrage. Der eine Steuerberater sieht es so, der andere sieht es so. Der Buchhalter findet das korrekt, vergisst aber vielleicht eine Sonderregel etc. pp. Wenn du ein Unternehmen hast und verlässt Deutschland und dann irgendwann ein paar Jahre später hat das Finanzamt eine neue KI und schaut die Jahresabschlüsse deines Unternehmens nochmal an, bevor du weggezogen bist. Wer weiß, was sie da durch die KI finden. Und vielleicht hast du gar nicht absichtlich die Zahlen in der Bilanz falsch abgebildet, aber vielleicht gibt es da einfach Interpretationsspielraum, aber das Finanzamt legt dir das zu deinen Ungunsten aus. Das sind die Herausforderungen, mit denen du dich konfrontiert siehst, wenn du als deutscher Staatsbürger Deutschland verlässt und die Risiken steigen für dich, je erfolgreicher du bist. Wir reden ja hier oft über das Thema LLC und ich weise dich ja oft auf die Risiken hin, die die LLC unter Umständen für Deutsche haben kann. Stichwort betriebsstättenlose Einkünfte. In einem Video vor kurzem hatte ich gesagt, dass dieses Thema momentan bei den Finanzbehörden vielleicht noch nicht so auf dem Radar ist und dass deswegen sehr viele Deutsche hier einfach durchs Netz durchfallen und im Grunde genommen das Finanzamt ihnen nicht auf die Schliche kommt, auch wenn diese Konstellation gemäß dem Paragraphen 2 des Außensteuergesetzes möglicherweise hochproblematisch sein kann. Aber wer weiß, wie das in 5 Jahren ist, wer weiß, wie das in 10 Jahren ist. Stell dir also vor, du wanderst aus Deutschland, du bist digital Nomade, du machst das für 10 Jahre, hast in der ganzen Zeit eine amerikanische LLC. Das Finanzamt kommt zu dem Schluss, dass man sich jetzt hier besonders intensiv um diese betriebsstättenlosen Einkünfte kümmern muss. Man hat dann vielleicht eine neue KI. Es liegen dann vielleicht auch neue Möglichkeiten im Rahmen des Informationsaustausches vor und dann hast du den Salat, dann fällt dir das Ganze sehr schnell auf die Füße. Also nur weil es dir jetzt nicht auf die Füße fällt zu sagen, dass es mir in den nächsten 25 Jahren bei der aktuellen rasanten Entwicklung der Technik nicht auf die Füße fallen kann, ist meiner Meinung nach extrem fahrlässig. Deswegen ist es so wichtig, dass du deine Auswanderung so sorgsam planst, dass du dir die Mühe machst, diese Themen zu besprechen, dass du nichts übers Knie brichst, dass du einen guten Steuerberater in Deutschland hast, dass du möglicherweise eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt einholst, dass du auf der sicheren Seite bist, denn du kannst heute mit Sicherheit nicht sagen, was in den nächsten 10, 15, 20 oder sogar 25 Jahren noch passieren wird. Wenn ich an den Zeitpunkt zurückdenke, zu dem ich Deutschland verlassen habe, eben vor 25 Jahren, das erscheint mir wie eine Ewigkeit. Ja, also ich habe den Großteil meines Erwachsenenlebens im Ausland verbracht. Und nichts von dem, was ich heute weiß, habe ich damals gewusst. Und dir wird es ähnlich gehen, wenn du jetzt Deutschland verlässt. Besonders als Deutscher, die Österreicher haben ihr Glück, die Schweizer natürlich sowieso. Aber insbesondere als Deutscher, als deutscher Staatsbürger ist es extrem wichtig, dass du dieses Thema ernst nimmst, denn ansonsten läufst du meiner Meinung nach ganz klar das Risiko, dass irgendwann möglicherweise mehr als einem Jahrzehnt dann ein Thema hast, das dich ganz schnell in die Bredouille bringen kann. Ich will dich jetzt damit nicht vom Auswandern abhalten, überhaupt nicht. Ich habe ja gesagt, ich rate jedem Leistungsträger Deutschland so schnell wie möglich zu verlassen. Wie gesagt, einer der Gründe ist, dass die Uhr schon mal anfängt zu ticken. Am besten ist es, wenn du Deutschland verlässt, während du noch in der Uni bist. Vielleicht kannst du sogar im Ausland studieren und in Deutschland nie ein Unternehmen gründest zum Beispiel. Noch besser ist es natürlich, wenn du Deutschland verlässt, bevor du 17 Jahre alt bist. Jedenfalls, wenn du männlich bist, denn dann kannst du auch noch der Wehrpflicht entkommen, gemäß dem Wehrpflichtgesetz. Denn wie gesagt, jeder Mann, der Deutschland verlässt, bevor er 17 Jahre alt ist, der wird nicht mehr von der Wehrpflicht erfasst.
auch nicht im Spannungs- und Verteidigungsfall. Alle anderen hängen drin. Auch das eine Sache, die viele nicht wissen. Und bedenke, und auch das habe ich schon mehrfach hier erwähnt, und das gilt sowohl für die Wehrpflicht als auch für deine Steuern, dass das Finanzamt die Möglichkeit hat, dir den deutschen Pass zu entziehen. Nicht die deutsche Staatsbürgerschaft, aber die können den deutschen Pass wegnehmen und den deutschen Personalausweis und können den entwerten. Du kannst dann damit nicht mehr reisen oder sonst irgendwas anderes machen. Das heißt, wenn du einfach nicht antwortest auf Schreiben, die du bekommst vom Finanzamt, weil du sagst, ist mir egal, ich bin schon lange aus Deutschland weg, dann musst du damit rechnen, dass das Finanzamt den deutschen Pass entzieht. Und ja, wir haben Mandanten, denen das tatsächlich passiert ist. Den Mandanten, denen das passiert ist, die waren nicht blöd, die haben sich vorbereitet, die hatten sich in der Zwischenzeit eine andere Staatsbürgerschaft besorgt. Das heißt, die hatten einen anderen Pass. Die sind also nicht auf den deutschen Pass angewiesen, um zu reisen. Aber auch wenn du in Dubai zum Beispiel lebst und du wägst dich in Sicherheit, dann bist du ohne deutschen Pass zum Beispiel nicht in der Lage, deine Emirates-ID zu verlängern. Und natürlich könntest Dubai auch gar nicht verlassen. Das heißt, dann stehst du, ehrlich gesagt, ziemlich blöde da. Und das ist heute schon gegebenes Recht. Dieses Recht haben die Finanzbehörden. Wenn wir an das denken, was möglicherweise kommen würde, dann wird ja alles nur noch schlimmer werden. Wenn du jetzt an die ganzen Überwachungsmaßnahmen denkst, die von der EU gerade eingeführt werden, also wir haben ja schon MiCA, zum Beispiel bei Krypto, dann bekommen wir jetzt demnächst DRC8, CAF, das ist der Informationsaustausch. Die OECD hat gerade beschlossen, dass in Zukunft auch ein Informationsaustausch für Immobilienvermögen geben wird. Dann haben wir die digitale ID, dann haben wir möglicherweise einen digitalen Euro, dann haben wir das zentrale europäische Kontenregister, vielleicht mal irgendwann ein Vermögensregister. Also diese Kontrollmaßnahmen, die eingeführt werden, die werden ja immer weiter ausgebaut. Und auch hier wiederum das Datenmaterial, was gesammelt wird über dich, wird immer mehr. Wir haben jetzt schon an den Grenzen eingeführt biometrisches Tracking. Das betrifft natürlich EU-Bürger nicht, aber das braucht ja nur eine politische Entscheidung. Die Technik ist da. Man entscheidet in Brüssel, dass ab jetzt biometrisches Tracking auch für EU-Bürger vorzunehmen ist, weil man sich vor Terroristen zum Beispiel schützen muss. Das ist ja immer die beliebteste Ausrede. Und zack, wird jeder deiner Schritte in der EU überwacht, auch als EU-Bürger. Also, mein Rat an dich, ja, auswandern, super Idee, mach das auf jeden Fall so schnell wie du kannst. Je früher du dem System entkommen kannst, je schneller du Deutschland verlässt, ganz besonders, aber auch die EU, wenn es geht, desto besser. Aber wie gesagt, die meisten EU-Länder haben lange nicht so strenge Regeln wie Deutschland. Das heißt, auch ein EU-Land ist im Zweifelsfall besser als Deutschland. Mal ganz abgesehen von den ganzen geopolitischen Risiken, von der Wehrpflicht und so weiter und so fort. Also gehe so schnell du kannst, aber mach es richtig, benutze deinen Verstand, wie mein Großvater immer zu sagen pflegte. Besorg dir einen kompetenten Steuerberater, der sich im internationalen Steuerrecht auskennt. Wir arbeiten hier mit einigen zusammen. Wie gesagt, Michael Wohlfahrt ist einer von Ihnen. Mit ihm werden wir ja demnächst dieses YouTube Live machen. Aber wir haben auch andere, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir dir empfehlen können. Beschaffe vom Finanzamt eine verbindliche Auskunft, sodass du hier Rechtssicherheit hast. Und dann lässt sich das mit der Auswanderung natürlich regeln. Ich meine, es wandern ja sehr viele Deutsche aus und die meisten verhalten sich natürlich rechtskonform. Man kann das schon absolut machen. Aber es ist natürlich ein gewisser Aufwand damit verbunden, den viele vielleicht unterschätzen, gerade wenn sie erfolgreich sind. In diesem Sinne würde ich mich freuen, dich bei unserer YouTube Live Session mit Michael Wohlfahrt begrüßen zu dürfen. Und natürlich freue ich mich auch, dich bei einem unserer Events, Seminare oder Reisen kennenzulernen. Gerne auch ein Beratungsgespräch buchen. Alle Details auf unserer Webseite, Links in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Auswandern ins Ausland, Steueroptimierung, Schutz deines Vermögens, zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltstitel, etc. pp. Ich würde mich freuen, dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.